Wir sind auf der Anfahrt zum Stellplatz Hardenbergsee. Hier findet ein kleines Treffen statt und da werden wir daran teilnehmen. Herzlich willkommen zu diesem Video. Die rote Ampel, die dürfen wir ignorieren. Die gilt nicht für uns Teilnehmer, die an diesem Treffen teilnehmen. Es handelt sich um ein Treffen mit Einladung und deshalb dürfen nur gewisse Camper hier diesen Platz heute nutzen oder an diesem Wochenende nutzen. Erstmal ein Blick auf die Karte. Wo sind wir? Wir sind südwestlich von Bremen, also in Norddeutschland. Und hier sehen wir es noch genauer, nicht weit von der A1 entfernt. Dort gibt es einen kleinen See, der heißt Hardenbergsee, und dort gibt es auch diesen Stellplatz. Wer diesen Stellplatz mal anfahren möchte, der sollte auf die Internetseite gehen vom Stellplatz. Dort findet er eine Anfahrkarte oder Skizze und dann macht das Ganze etwas einfacher, diesen Platz hier zu finden. Der Stellplatz verfügt über eine automatische Schrankenanlage, die ist heute nicht in Betrieb. Heute kann die Schranke geöffnet werden mit einer Fernbedienung vom Veranstalter. So können wir so ohne weiteres drauffahren. Das ist natürlich beim Normalbetrieb anders. Da muss man sich dann mit dem ganzen System auseinandersetzen und sich das Ganze mal anschauen. Bezahlt werden kann die Stellplatzgebühr, und das ist ganz wichtig, nur mit Kreditkarte oder mit PayPal. Man sieht, der Platz ist eine große Wiese, man kann sich im Prinzip hinstellen, wo man möchte. Jetzt in diesem Fall ist es ein bisschen anders, hier jetzt sind Plätze markiert, damit die Teilnehmer hier an dem Treffen wissen genau, wo sie hin müssen. Wir haben Freitagnachmittag und so langsam trudeln alle Teilnehmer hier ein. Es werden so circa 50 Wohnmobile zu diesem Treffen erwartet. Dieser Stellplatz wird hin und wieder für Veranstaltungen und Wohnmobiltreffen genutzt. Schaut bitte auf die Internetseite, dort steht ganz genau, an welchem Wochenende es nicht möglich ist, diesen Platz als Camper zu nutzen. Es sind allerdings nicht viele Wochenende, wo dieser Platz belegt ist. Unsere Freunde Lisa und Horst sind bei diesem Treffen auch dabei. Es gibt hier auf dem Platz Strom und es gibt auch eine End- und Versorgung. Die End- und Versorgung ist mitten auf dem Platz. Das ist vielleicht nicht so ideal, aber gut, es ist zumindest eine da und man kann auch Frischwasser zapfen hier. Für dieses Treffen ist ein Zelt aufgebaut, fast direkt am See. Der See ist etwa 100 Meter von Stellplatz entfernt. Hier können wir auch Fernsehen schauen, die EM läuft ja gerade. Der Hardenbergsee ist ein Badesee mit einer Größe von 7 Hektar und in den Sommermonaten muss man hier Eintritt bezahlen. Leider haben wir im Moment ja nicht so gutes Wetter. Wenn jetzt blauer Himmel wäre, dann würde das Ganze natürlich viel schöner aussehen. Hier am See gibt es auch eine rustikale Bar. Sie hat ab 1. Mai geöffnet in den Nachmittags- und Abendstunden. Hier trifft sich am Abend auch unsere Gruppe. Diese Veranstaltung findet, ja, ich glaube, seit 7 Jahren statt. Es sind immer wieder neue und andere Camper dabei. So hat man sich immer viel zu erzählen. Dieses Treffen wird von den Campern Kerstin und Lars organisiert. Es geht dann am Freitagnachmittag los und endet dann am Sonntagvormittag. Wir freuen uns ganz herzlich, dass ihr alle erschienen seid. Wir hoffen, dass ihr Spaß habt und ganz besonders freuen wir uns über den Hako, über Horst und Lisa, dass die auch, und Rita natürlich, diesen Weg zu uns genommen haben. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht bekommen wir einen kleinen YouTube-Pullen. Hako. Ja, auch für Unterhaltung ist gesorgt. Es gibt Live-Musik, 2 Musiker mit Gitarre sind dabei und dazu kann man sich vom Grill eine Bratwurst holen. Auch einige Einwohner aus dem Ort Goldenstedt waren hier mit dabei. Unter anderem auch der Bürgermeister, und dem durfte ich ein paar Fragen stellen. So, ich treffe hier am Hardenbergsee, ist das richtig, den Bürgermeister von der Stadt oder dem Ort hier. Aus der Gemeinde Goldenstedt. Aus der Gemeinde Goldenstedt, richtig. Genau, so ja. ist, du weißt ja Bescheid hier, du bist ja der Bürgermeister, kennt sich aus hier. Wir sind hier auf dem Stellplatz, der ist ja ein bisschen neu. Kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen? Na klar, vielleicht zunächst einmal, wir haben ein tolles Hardenbergsee-Gelände hier. Der wird touristisch viel genutzt und zu einem
modernen Betrieb eines Badesees, glaube ich, gehört auch dazu, dass man Wohnmobilstellplätze anbietet. Das ist zwar nicht gemeindliche Anlage hier, sondern ist das eine Anlage des Gäste- und Touristikvereins hier am Badesee. Aber der Stellplatz der Firma Hartz und Hackmann wird sehr gut angenommen. Er ist zwar noch neu, aber er ist ein kleiner Geheimtipp und alle, die Goldenstedt kennen, freuen sich auch, wenn sie hier mit einem Wohnmobil einmal sind, dass sie tatsächlich auch die Anlage nutzen können. Also ein herzlich willkommen in Goldenstedt bei dieser neuen, tollen Anlage. Kannst du uns noch ein bisschen was zur Umgebung sagen? Was kann man hier unternehmen? Auf jeden Fall. Also Goldenstedt hat nicht nur den Hartensbergsee zu bieten, sondern wir haben ein tolles Industriedenkmal, Bredemeyers Hof. Wir haben eine Ringwallanlage, die größte in ganz Nordwestdeutschland, nämlich die Arkeburg. Wir haben gleichzeitig einen Mehrgenerationenpark. Das heißt also, wir haben für alle Interessierten was dabei. Geschichtsinteressierte, aber auch touristisch interessierte Menschen. Danke dir. Das reicht schon? Das reicht schon. Oh Gott. Dann nehme ich also nur 37,50 € für das Sonderpreis dann. Danke dem Bürgermeister Alfred Kuhlmann für das kurze Interview, was ich mit ihm führen durfte. Immer wieder interessant, diese Treffen. Man erfährt einiges. Es gibt ja viele verschiedene Camper. Und wer an so einem Treffen mal teilnehmen möchte, der muss einfach mal googeln. Da findet man jede Menge und da ist bestimmt irgendwas dabei, was auch zu einem passt. Und gerade wenn man alleine unterwegs ist, es gibt zum Beispiel ein Single-Treffen, vielleicht auch interessant für den einen oder anderen. Natürlich freuen sich einige, uns hier zu treffen und da gibt es so einen Smalltalk dann. Eigentlich will ich nur sagen, herzlich willkommen und schöne Grüße an alle Camper dieser Nation. Danke dir. Horst, der testet ja immer gerne was und so hat er sich einen Beamer bestellt beim chinesischen Versandhandel für etwa 100 €. Den haben wir hier getestet und waren gar nicht ganz unzufrieden mit dem Ergebnis. Wenn es nicht zu hell ist, kann man ohne weiteres gut darauf was schauen. Leinwand war nicht erforderlich, wir haben einfach die Seitenwand von unserem Wohnmobil dafür genutzt. Am nächsten Tag ging es dann mit den Fahrrädern ins naheliegende Moor. Mit mehr als 50 Teilnehmern muss das Ganze natürlich gut organisiert sein. Das war es allerdings auch. Die Strecke wird ca. 10 Kilometer lang sein. Es geht ins Moor und zwar gibt es den Förderverein Goldenstädter Moor. Dort gibt es ein Haus und dort besteht auch die Möglichkeit, eine Moorfahrt, eine Bahnfahrt ins Moor zu machen. Leider war das Wetter sehr durchwachsen. Es gab immer mal wieder einen Regenschauer und windig war es auch noch. Hier sehen wir jetzt die kleine Moorbahn. Es kostet 6 € pro Person und man kann damit etwa 1,5 Stunden dann ins Moor fahren und es wird einem einiges zum Moor hier erklärt dann. Die Bahn fährt von April bis Oktober. Die genauen Tage und Zeiten findet man im Internet. Wer jetzt keine Bahnfahrt machen möchte, aber gerne was trinken oder essen möchte, auch das gibt es hier. Es gibt hier einen gastronomischen Betrieb. Der hat in den Sommermonaten täglich geöffnet. In der Vor- und Nachsaison müsste man im Internet schauen, genau wann dann geöffnet ist. Wir haben dann noch gemeinsam Kaffee getrunken und dann ging es zurück zum Stellplatz. Ich finde immer schön, wenn so ein Treffen ein kleines Programm hat. Es sollte nicht zu umfangreich sein. Man muss immer die Möglichkeit haben, nochmal wieder eine Pause zwischendurch zu haben, bevor es wieder dann weitergeht, vielleicht mit Essen oder Grillen und so weiter. Auch an diesem Samstag ging es dann an den See zum Grillen, aber diesmal war ein Catering organisiert, die für uns spezielle Steaks auf dem Grill zubereitet haben. Das sind die berühmten Steaks. Die gibt es auf dem Stoppelmarkt, genau. Und da habe ich gesagt, das muss ich heute essen. Ja. Die sind echt gut. Alles war wieder gut organisiert hier auf diesem Treffen. Schön fand ich auch, dass nicht nur Rentner dabei waren, sondern auch junge Leute. Diese Mischung macht's dann und das Ganze hat wieder viel Spaß gemacht. Ciao! Am Sonntagmorgen ging es dann gemeinsam mit Lisa und Horst weiter. Es geht weiter in Richtung Osten. Wo genau hin, das werde ich dann in den nächsten Videos zeigen. Bis dahin sage ich erstmal Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.